Hallo ihr Lieben, hier ist wieder eure Soheit. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bei mir dreht sich heute alles um die Sommerbräune, denn ich bin frisch aus dem Urlaub zurückgekommen. Ich habe für meine Verhältnisse sehr gebräunte Haut und dann geht es natürlich darum, wie schafft man es, dass diese Bräune auch möglichst lange erhalten bleibt. Und da habe ich jetzt ein bisschen recherchiert, denn es ist jedes Mal wieder so traurig, wenn die Bräune einfach zu schnell wieder weg ist und man wieder blass und fahl aussieht. Gerade jetzt in den tristen Tagen, wo man gar nicht mehr so viel Sonne zu sehen bekommt, finde ich, sieht es einfach so gesund aus, wenn man leicht gebräunte Haut hat. Und ich möchte euch jetzt einfach alle meine Tipps weitergeben, wie man es schafft, seine Bräune, solange es geht, zu konservieren und zu erhalten. Der erste Tipp ist natürlich kein Geheimnis: viel Feuchtigkeit für die Haut. Und da geht es auch schon während dem Bräunen schon los, quasi immer mit Sonnenschutz eincremen und mit Aftersun eincremen. Viel Feuchtigkeit. Du darfst nie in die Situation kommen, dass deine Haut sich trocken anfühlt oder spannt oder sie eben wirklich einfach schon schuppt und austrocknet. Und auch nach dem Bräunen, also jetzt nach dem Urlaub, immer jeden Tag eincremen. Das ist ganz wichtig, mit ganz viel Vitamin E und am besten mit Avocado oder Mandelöl eine Körperpflege verwenden. Auch mit Körperölen zum Beispiel eincremen, das ist auch sehr gut, Kokosnussöl oder so. Also einfach schauen, dass die Haut nie austrocknet. Man muss sich dabei halt immer vorstellen, dass die Bräune ja in den obersten Hautschichten sitzt. Und das sind ja genau die, die sich dann irgendwann abschälen. Wenn sich die Haut dann so schuppt oder wenn sie sich schält, passiert meistens, wenn sie dann eben zu trocken wird und wenn sie abstirbt oben. Und das sind dann auch die Hautschichten, die die Bräune haben, und mit denen fällt dann auch quasi die Bräune von dir ab. Nächster Tipp: schöne Haut hat man dann, wenn man gesund isst. Und wenn man gesund isst und viel Wasser trinkt, dann bleibt natürlich die Haut auch länger schön. Sie muss sich nicht so schnell abschuppen und sie sieht frisch aus. Sie kriegt Feuchtigkeit auch von innen, was dann auch wiederum die Bräune länger hält. Das heißt, viel Salat, viel Gemüse, viel Obst, viel Ballaststoffe und einfach ausgewogen auch essen. Darauf halt achten, dass man wenig Zucker und wenig tierische Fette zu sich nimmt, weil das wiederum genau den gegenteiligen Effekt hat, deine Haut fahl macht, trocken macht und einfach nicht gesund für deinen ganzen Körper ist und vor allen Dingen nicht für deine Haut ist. A und O ist vor allen Dingen halt auch immer viel Wasser trinken. Keine Limos oder Cola oder sonst irgendwas, sondern wirklich einfach pures, stilles Wasser. Das ist am allerbesten für unseren Körper und für unsere Haut. Daneben ist natürlich Carotin auch für die Hautfarbe verantwortlich. Das habe ich euch schon sehr oft gesagt, dass ich immer im Sommer auch Carotin-Tabletten nehme. Man soll die auch einfach nach dem Sonnen jetzt im Herbst auch weiternehmen. Denn Carotin unterstützt auch einfach ich glaube Melanin oder irgendwas, auf jeden Fall diese Pigmentbildung, und die gibt der Haut Farbe. Carotin ist auch in sehr vielen Lebensmitteln enthalten, zum Beispiel in Karotten, ganz klar, aber auch in Spinat oder Wurzelgemüse oder Kohl oder Mangos. Das denkt man vielleicht erst gar nicht. Und in roten Paprika auch. Gut, da könnte man es sich wieder denken, aber bei den anderen ist es vielleicht gar nicht so offensichtlich. Was man sich immer gut merken kann, ist auf jeden Fall, grünes Gemüse ist immer sehr gesund. Kohl, Wurzelgemüse, Spinat. Wenn du davon regelmäßig isst und ausgewogen auch isst, dann ist es sehr gesund für den Körper, sehr gesund für den Stoffwechsel, für den Zellwechsel und für die Haut. Und auch genügend Eiweiße sind halt super entscheidend für eine schöne Haut, für eine schöne, saftige, feuchte Haut von innen raus. Zum Beispiel bekommst du diese Eiweiße aus Milchprodukten, aus Eiern oder auch Fleisch. Ja, dritter großer Tipp ist einfach: nicht zu viel, zu heiß duschen bzw. baden. Man neigt ja jetzt tatsächlich dazu, wenn ich jetzt rausschaue und es schon wieder so kalt ist hier, dann neigt man schon dazu, heiß zu baden. Das soll man aber möglichst selten machen, wenn man seine Bräune wirklich lang erhalten will. Auch zu heißes Duschen sollte man wirklich vermeiden, wenn dann halt nur kurz und nicht diese stundenlangen heißen Duschvorgänge. Für die Haut ist es das Allerbeste, wenn man kurz duscht, eher nur lauwarm duscht und dabei ein schönes öliges
Duschzeug verwendet, was schön die Haut schon mal mit Feuchtigkeit versorgt. Denn diese heißen Bäder trocknen einfach halt die Haut aus. Das merkst du ja wahrscheinlich dann auch, wenn du rauskommst, dass die Haut teilweise spannt, wenn du sie nicht direkt eincremst. Und das ist genau dieser Vorgang, der eben die Bräune zerstört. Nach dem Duschen oder Baden sollte man die Haut auch nicht abrubbeln mit dem Handtuch, denn damit rubbelst du ja auch wieder die obersten Hautschichten runter, sondern einfach nur trocken tupfen, mit einem schönen Hautöl oder einer tollen Feuchtigkeitspflege einschmieren und dann fühlt es sich auch gleich gut an. Auch Schwimmbäder, wenn wir gerade schon beim Thema Baden sind, durch das ganze Chlor trocknen halt die Haut enorm aus, was auch wieder zum Verlust der Bräune führen kann. Jetzt kommt ein umstrittener Punkt, der 4. Punkt, Peeling. Ja, also Peelings entfernen natürlich alte Hautschüppchen, was eine gute Sache ist, dass die Bräune ebenmäßig aussieht. Aber man sollte Peelings jetzt wirklich, wenn man schön gebräunte Haut hat, eher vermeiden und eher seltener anwenden, denn damit nimmst du einfach die oberste Hautschicht ab. Das ist einfach so. Das heißt, ich würde es erstmal vermeiden und erst dann, wenn du merkst, okay, irgendwie sieht meine Bräune unregelmäßig aus oder meine Haut sieht ein bisschen fahl aus, dann würde ich ein Peeling empfehlen, aber ein sehr sanftes Peeling. Am besten so ein Enzympeeling, nichts mit sehr harten Rubbelpartikeln, weil das einfach dann zu viel von der Haut abnimmt. Auch hier Anti-Aging-Pflege vermeiden, wenn du deine Bräune erhalten willst, weil Anti-Aging-Pflege regt die Haut dazu an, dass sie sich selbst erneuert und so weiter, dass sie die alte Haut abstößt und sich erneuert, dadurch frischer aussieht und so weiter und so fort. Was dazu führt natürlich, dass die gebräunte Hautschicht sich auch schneller ablöst und schneller weg ist. Viel Erholung und viel Schlaf ist auch ganz wichtig für deine Bräune. Ist erstmal schon mal ganz wichtig für das ganze Wohlbefinden, aber du kannst so braun sein, wie du willst. Wenn du nicht genug Erholung und Schlaf hast, dann wirkt dein Gesicht einfach fahl. Sieht ungesund aus, sieht fahl aus, auch wenn du gebräunt bist, aber es ist nicht so diese frische Bräune, sondern eher so eine fahle Bräune, die nicht besonders schön ist. Das heißt, so 8 Stunden mindestens, oder ich glaube 8 Stunden ist sogar ganz gut, wenn man um den Dreh jeden Tag schläft, dann hat die Haut auch Zeit und der ganze Körper, sich in der Nacht zu regenerieren, zu erholen. Und deine Haut wird frisch und strahlend aussehen, was wiederum wichtig ist für den Effekt, wie deine Haut dann aussieht. Schön erholt und gebräunt, so wie du halt aus dem Urlaub auch kommst. Immer erholt und ausgeschlafen eigentlich. So, und wenn es dann doch irgendwann so weit gekommen ist, vielleicht nach 1 Monat, vielleicht nach 2 Monaten, dass deine Bräune langsam nachlässt, dann finde ich, kann man durchaus mit Selbstbräuner nachhelfen. Das ist überhaupt nichts Verwerfliches und es gibt mittlerweile wirklich gute Produkte auch auf dem Markt, wo man nicht fleckig wird. Ich habe selber einen, das ist ein Mousse, also ein Spray. Ne, kein Mousse, eigentlich ist es eher so ein flüssiges Spray. Also es ist auf jeden Fall ein Spray, das gebe ich mir dann, ziehe ich mir Gummihandschuhe an, auf die Gummihandschuhe und verteile es ganz gleichmäßig überall auf der ganzen Haut. Damit würde ich jetzt aber nicht direkt starten, wenn du eh noch gebräunt bist, weil Selbstbräuner trocknet auch enorm die Haut aus. Also erst wenn es wirklich nachlässt, dann würde ich mit Selbstbräuner ein bisschen nachhelfen und dann aber auch sehr viel Feuchtigkeit wieder der Haut zuführen. Denn Selbstbräuner, ich weiß nicht warum, es reagiert irgendwie mit den obersten Hautschichten, trocknet dann nochmal enorm aus, also da muss man wirklich gut nachcremen. Ja, und so kommt man sehr gut durch den Herbst und durch den Winter, sehr schön mit einer schönen, leichten und gesunden Bräune, bis dann wieder die ersten Sonnenstrahlen im Frühling da sind und uns in die Sonne locken und uns wieder die nächste schöne Bräune schenken. Ich für meinen Teil habe mir das ja alles recherchiert und werde diese Tipps auf jeden Fall alle anwenden. Gesundes Essen habe ich mir sowieso vorgenommen. Ein gesunder Lebensstil ist für mich immer enorm wichtig und ich lege es euch nur ans Herz. Alles, was ich jetzt gesagt habe, fördert sowieso nur das gesunde Leben. Und wenn euch das Video gefallen hat, freut es mich sehr. Schenkt mir einen Daumen nach oben. Schreibt mir mal in die Kommentare rein, wie ihr eure Bräune erhaltet oder was so eure Tipps sind für schöne, strahlende, leicht gebräunte Haut. Vielleicht verwendest du auch Selbstbräuner. Welchen verwendest du denn? Sag mir das mal. Wenn du noch kein Abonnent meines Kanals bist, ja dann los, abonniere mich gleich und verpasst kein Video von mir. Und du findest jetzt hier drüben
noch ein paar meiner letzten Videos. Klick dich doch da mal rein, es wird dich bestimmt interessieren. Und dann bis zum nächsten Mal.